Die Ressourcen sind endlich, also wir haben eine Erde nur verfügbar. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen. Am Ende wird der Klimawandel auf der Baustelle entschieden. Und warum? Eben weil 40% des CO2 aus der Baubranche stammt, die Hälfte davon die Herstellung von Materialien. Das heißt, wenn wir wirklich den Klimawandel bekämpfen möchten, dann auf der Baustelle. Ansonsten werden wir an der Bauindustrie überhaupt nichts mehr ändern können. Ja, weil wenn es alles so läuft, wie es jetzt ist, dann wird es auch so bleiben. Der Bausektor gehört zu den ressourcenintensivsten Wirtschaftssektoren. Seine Bau- und Abbruchabfälle umfassen mit 229 Millionen Tonnen 55% des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland. Auch beim seriellen Sanieren spielt der Umgang mit den Ressourcen eine entscheidende Rolle. Wir hatten bereits eine Kreislaufwirtschaft. Wenn wir ein paar hundert Jahre zurückgehen, Mittelalter und die Folgejahrhunderte, war eine Kreislaufwirtschaft, Rücknahme und Wiederverwendung von Holzbauteilen Standard. Der größte Punkt ist einfach die Planung und der Wille, es zurückzubauen. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, kommt der seriellen Sanierung von Gebäuden eine entscheidende Rolle zu. Die Verantwortung bei der seriellen Sanierung ist ziemlich hoch, weil die Sanierung und vor allem den Bestandserhalt, das wird das zentrale Thema werden in den nächsten Jahren. Und jetzt haben wir hier eine Chance zu bauen in einer Weise, dass wir Materialien wieder nutzen können. Das heißt, genau jetzt ist der Momentum da, sich über Zirkularität Gedanken zu machen und damit auch den Generationen, die folgen, eben etwas Gutes zu tun, aber auch Zirkularität als etwas Wirtschaftliches zu sehen. Und da sehe ich jetzt gerade serielles Sanieren in der Verantwortung, aber da ist gerade ein richtiger Business Case. Ja, in der seriellen Sanierung multipliziert sich das Ganze. Wenn das richtig Fahrt aufnimmt und gewisse Wandtypen zigfach gebaut werden, in vielen Hunderten oder vielleicht auch Tausende Quadratmetern, und man hat da ein vernünftiges System, was man wiederverwenden kann, was man vernünftig auseinanderbauen kann, die Stoffe einzeln trennen kann, dann ist das ein Riesenhebel, den wir haben, wo wir zukünftig wieder Material hergewinnen können. Das gesamte verbaute Material im deutschen Gebäudebestand wird auf ca. 15 Milliarden Tonnen geschätzt. Neue Ansätze sind, auch bei der Sanierung, notwendig, damit eingesetzte Baumaterialien in Kreisläufe zurückgeführt werden können. Doch beim Rückbau gibt es einiges zu beachten und das schon bei der Planung. Wenn man ein Gebäude kreislauffähig planen und bauen möchte, muss man bereits heute auf die Verbindungstechnik achten. Es müssen Verbindungen eingesetzt werden, die ich auch in 50, 80, 100 Jahren wieder einfach lösen kann. Da bedarf es auch noch einer Weiterentwicklung dieser Verbindungsmittel. Beim Thüringer Holzbauunternehmen Ecotimber haben wir uns eine Rückbausimulation eines seriell vorgefertigten Fassadenmoduls angeschaut. Wir haben ja heute ein Fassadenmodul hergestellt, ein Standardfassadenmodul im Holzrahmenbau. Klassischer Holzständer mit Wärmedämmung, innenseitig eine USB-Beplankung, außenseitig aus Brandschutzzwecken eine Fermacell-Beplankung, eine Fassadenbahn, eine Konterleitung und eine Holzfassade drauf. Eigentlich so ein Standardmodul für die serielle Sanierung, wo wir sagen, jawohl, das kann man prima vor die Fassaden vorbringen, um sie energetisch zu ertüchtigen. Der größte Teil, wo es hakt, sind die Verbindungsmittel, wie die einzelnen Schichten untereinander verbunden werden. Die gängigste Verbindung der Platten auf die Holzrahmenkonstruktion ist die Klammer. Breitrückenklammern, die geschossen werden mit Schussautomaten. Das geht relativ schnell, hat eine sehr hohe Ausdrucksfestigkeit, eine sehr gute Steifigkeit für die gesamte Sache. Und die zweite Variante, was wir halt jetzt auch probiert haben, ist das Schrauben. Wenn man das mit Klammern macht, kriegt man halt nicht wieder gelöst. Geht nur über Zerstörung. Ja, macht man es mit Schrauben, ist es gut, solange wie man an die Schraubenköpfe immer rankommt. Habe ich Schrauben, die im Fermacell sind, die ich spachteln muss aus brandschutztechnischen Gründen, dann habe ich schon ein Problem, an die Schraubenköpfe wieder zu kommen, damit ich die überhaupt wieder ausdrehen kann. Wenn man von Anfang an klar sagt, konstruiert es so, dass es auf jeden Fall wieder rückbaubar ist. Mit der passenden Dokumentation dabei und alles, was dazugehört. Dann denke ich, lässt sich das realisieren. Das ist nicht einfach. Es gibt ja schon die ein oder anderen Projekte, wo genau danach gebaut wurde. Aber es ist halt auch mit einem riesen Aufwand verbunden. Nicht nur die Verbindung der Materialien untereinander hat einen Einfluss auf die Rückbaubarkeit. Auch die Verbindungen der Fassadenmodule untereinander müssen zerstörungsfrei gelöst werden können. Eine Verbindungstechnik, die diese Probleme lösen könnte, wurde von Studierenden an der TU Kaiserslautern entwickelt. Wir haben den Konussadapter in unserem Forschungsbereich TLab Holzarchitektur und Holzwerkstoff an der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau entwickelt. Und damit möchten wir einen Verbinder für kreislaufeffektive Bauweisen auf den Markt bringen, der es ermöglicht, Bauteile in erster Linie schnell und einfach
montieren zu können und genauso wieder schnell und einfach und vor allem zerstörungsfrei Bauteile wieder rückbauen zu können. Die Konussadapter eignen sich hervorragend für solche Aufgaben wie serielle Sanieren zum Beispiel. Genau dort, wo die Schichten in kurzer Zeit angebracht werden müssen. Also Idealfall ist natürlich, dass die Bewohner im Gebäude drin bleiben können, oder? Dass man vorne dran eigentlich nur eine zweite neue Wand letztendlich dann hinstellt. Und für die Demontage und für die Erneuerung eignen sie die sich genauso gut. Um einen anderen Aspekt der Kreislaufwirtschaft kümmert sich die DERIX-Gruppe, die Holzbauteile herstellt, verbaut und auch wieder zurücknimmt. Wir nehmen unsere Holzbauteile standardmäßig wieder zurück nach Ablauf der Gebäudelebensdauer und uns bewegen dabei nicht nur die ökologischen Vorteile, die so eine Rücknahme mit sich bietet, sondern tatsächlich auch ein ökonomischer und wirtschaftlicher Vorteil. Wir wollen möglichst viele Bauteile zurücknehmen. Das ist tatsächlich auch unser Ansinnen. Wir gehen aktuell davon aus, dass wir bis zu 60% tatsächlich in den Reuse, also in die Wiederverwendung bringen und die anderen 40% in die Kaskadennutzung bringen werden. Das Ziel und die Idee einer Rücknahme und Wiederverwendung Bauteilen ist natürlich auch eine ökonomische Idee. Das heißt, wir wollen auch, dass die gebrauchten und wiederverwendeten Bauteile deutlich günstiger sind als neu erstellte Bauteile. Der Ansatz der Rücknahmeverpflichtung und des Wiedereinbaus ist aus meiner Sicht auch sehr gut auf die serielle Sanierung ansetzbar. Hier muss man eben in Produkten denken, die möglichst standardisiert sind, die möglichst einfach verbunden sind und möglichst einfach rückbaubar sind. Dann glaube ich, dass dieser Ansatz auch für die serielle Sanierung ein wirklich effektiver sein kann in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft. Wenn man die Effektivität einer Rücknahme und Wiederverwendung bewerten möchte, dann spielen 3 Dinge eine wesentliche Rolle. Ein hoher Grad digitalisierter Bauteile, eine hohe Vorfertigung und eine Standardisierung der Produkte. Und all dies trifft zum Beispiel auf eine modulare Bauweise zu, auch in der seriellen Sanierung. Mein Tipp an die Planenden wäre, dass man zum einen sich mit rückbaufähigen Verbindungen auseinandersetzt, also im technischen Bereich, aber auch, wenn ich an eine Ausschreibung gehe, das Thema einfach mal in die Ausschreibung aufnehme. Und ich vermute, man wird verblüfft sein, wie viele Hersteller und Produkthersteller plötzlich auch sich Gedanken über eine mögliche Rücknahme machen und diese auch anbieten werden. Das Wiederverwendungspotenzial aller verbauten Rohstoffe im Bauwesen liegt derzeit laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung bei ca. 7%. Das Berliner Start-up Concula digitalisiert Bestandsgebäude und hat ein Portal entwickelt, um gebrauchte Baumaterialien weiterzuverkaufen. Was wir anstreben von Concula ist wirklich die Circular Economy Hierarchie zu befolgen. Das heißt, als erstes müssen wir schauen, dass wir erst gar nicht abreißen. Das heißt, wir müssen Bestand so lange wie möglich erhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und erst danach schauen wir, wie können wir Materialien wieder in die Wiedernutzung bringen. Das heißt, als Ganzes eine 1:1 Substitution. Erst wenn das nicht funktioniert, dann schauen wir, wie können wir jetzt ins hochwertige Recycling gehen. Bei der seriellen Sanierung werden durch die digitale Gebäudeaufnahme gute Voraussetzungen für eine Wiederverwendung geschaffen. Ein 3D-Scan von einem Gebäude kann eine sehr gute Grundlage sein, um zu schauen, was sind hier für Materialien drin, um dann auch zum einen zu schauen, okay, wie können wir die Materialien wieder in eine hochwertige Nutzung gehen, dann aber auch die Materialien, die reingehen, zu digitalisieren, und so entsteht dann ein kompletter Gebäuderessourcenpass des ganzen Gebäudes und somit macht man quasi das Gebäude fit für die zirkuläre Zukunft. Mit dem Gebäuderessourcenpass will die aktuelle Bundesregierung für Transparenz bei den verbauten Rohstoffen sorgen. Der Gebäuderessourcenpass soll ab 2025 beim Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude verpflichtend werden. In ihm können Daten über Herkunft, Qualität, CO2-Fußabdruck oder auch die Nachnutzungsfähigkeit von Baumaterialien erfasst werden. Die große Herausforderung, die wir haben, egal ob Bestand oder Neubau, ist, dass wir nicht wissen, was in Gebäuden verbaut ist. Der Gebäuderessourcenpass führt dazu, dass wir zum einen uns anschauen, was für Materialien sind in dem Gebäude drin, was können wir mit den Materialien machen, aber die auch langfristig zu dokumentieren, auf einer Plattform zu haben, um diese dann auch in dem Fall eines Umbaus, eines Rückbaus wieder einbringen zu können. Also erstes muss man sagen, der Gebäuderessourcenpass, der wird wahrscheinlich auch im seriellen Sanieren notwendig sein. Das sind Neumaterialien, die eben eingebaut werden. Das heißt, man muss sich jetzt als Hersteller darum kümmern, wie kann ich für meine Komponenten, wie kann ich für meine Module den Gebäuderessourcenpass anlegen. Das ist nämlich das, was Kunden ab 25 fordern werden. Das heißt, es gibt schon Lösungen, es gibt Lösungen wie Concula, aber auch andere, die das jetzt machen. Bauherren sollten sich deshalb frühzeitig mit Zirkularität auseinandersetzen, um Planungssicherheit für Neubauten und Sanierungsvorhaben zu gewährleisten. So profitieren sie vom Werterhalt der Gebäude und von weiteren wirtschaftlichen Vorteilen. Der Auftraggeber hat natürlich einen sehr großen Mehrwert, wenn er Bauteile verwendet, die rückgenommen werden können, die er wieder vergütet bekommt, wenn es zum Abriss oder Rückbau des Gebäudes kommt.
Er hat auch die Möglichkeit, einen Restwert für sein Gebäude anzusetzen. Wir sehen das aktuell schon bei ersten öffentlichen Bauvorhaben. Bei uns im Kreis Viersen werden Projekte schon mit einem Restwert abgeschrieben, weil die Bauteile rückbaubar sind, wiederverwendet werden können, zurückvergütet werden. Also Zirkularität ist ein Wettbewerbsvorteil. Wir haben jetzt schon einige Fassadenmodulhersteller, die auch mit Concla zusammenarbeiten, um den Gebäuderessourcenpass auszugeben, um auch die Zirkularität zu bewerten. Die haben natürlich jetzt den Vorteil, dass sie zu ihren Kunden gehen können, weil das Thema keine Frage, ob es kommt, sondern nur wann es kommt. Das heißt, sie können damit jetzt eben auch viel bessere Module verkaufen und aufzeigen, dass es zirkulär ist und natürlich müssen dann alle anderen folgen. Die Regulatorik soll nicht nur für die Planungssicherheit sorgen, sondern auch einige Hürden aus dem Weg räumen. So ist es beispielsweise immer noch schwierig, ein ausgebautes Bauteil anderweitig wieder einzubauen. Wir schaffen es schon, eine Wirtschaftlichkeit in der aktuellen Regulatorik, aber die Regulatorik muss eigentlich zirkuläre Prinzipien bevorzugen. Sie muss sie aktiv fördern, sodass ich nicht sagen muss, baue ich jetzt quasi wie immer oder zirkular, sondern Zirkularität ist quasi der Standard. Das Unternehmen Gap Solution aus Österreich hat für die serielle Sanierung zirkuläre Lösungen entwickelt und setzt diese in ihren Modulen um. Mit ihrer Solarfassade bieten sie Lösungen für großvolumige Gebäudesanierungen. Unser Ziel ist ja, mit einer Sanierung bis ans Zyklusende des Gebäudes zu kommen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, nicht nach 30 Jahren nochmals Hand anzulegen und nochmals zu sanieren. Wenn was kaputt gehen sollte, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder nur das Glas zu tauschen, das ist nur für den Fall tauglich, wenn die Wabe dahinter nicht beschädigt wird. Wenn da aber irgendwo ein kleiner Schaden oder Feuchtigkeit eintritt, dann ist es besser, ein Panel zu fertigen, das an die Baustelle zu bringen und dann Demontage und Wiedermontage in einer Stunde zu erledigen. Bei unserer Rückbausimulation des Moduls blieben nur ca. 0,5% Materialabfall zurück. 99,5% aller Bauteile können wiederverwendet werden. Wir gehen sogar darüber hinaus, dass wir unter Umständen sagen, wir könnten die ganzen Wandelemente als solches herunternehmen und irgendwo anders ein Gebäude wieder aufbauen. Ja, ganze Module wiederzuverwenden ist, glaube ich, die beste Art, weil je mehr Material wir in einem wiederverwenden können, desto besser. Und ich glaube, um das zu erreichen, müssen Module wirklich modular aufgebaut werden mit entsprechenden Standardgrößen, mit entsprechenden Standardaufbauten, die dokumentiert sind, eben mit dem Gebäuderessourcenpass. Und wenn wir das erreichen, dann können wir komplette Module abmachen und wieder woanders anbringen. Und damit haben wir eigentlich die höchste Form der Wiederverwendung erreicht. Und wenn wir das ernst nehmen mit CO2-Reduktionen, dann bleibt uns wenig Möglichkeit und der Gebäudebereich ist einer der größten Punkte, wo man angreifen kann. Und da gehört vorgedacht und da gehören die richtigen Lösungen angedacht und auch umgesetzt. So finden sich vorgefertigte Module, die das Kreislaufprinzip verinnerlichen, schon in ersten Energiesprong-Sanierungsprojekten wie hier in Herford. Für mehr Hintergrund und Impulse zu zirkulären Ansätzen im seriellen Sanieren besuchen Sie uns auf www.energiesprong.de/nachhaltig-sanieren.